Hallo meine Lieben, ich hatte euch schon gezeigt, wie ihr einen Adventskalender aus Bastelkarton basteln könnt und heute wollte ich euch noch eine Variante zeigen, wie ihr einen Adventskalender auch nähen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind kleine Tütchen für den Adventskalender. Diese kleinen Täschchen sind wiederverwendbar, das heißt, ihr könnt die nachher wirklich waschen und die im nächsten Jahr auch wiederverwenden oder irgendjemandem weiter verschenken. Da habe ich jeweils eine Außentasche und aber auch eine Innentasche, das heißt, wenn ihr die dann zusammenbindet, dann seht ihr oben jeweils den zweiten Stoff. Ich habe ein Set von 6 verschiedenen Stoffen verwendet. Das hat mir jeweils 4 Innenstoffe und 4 Außen, also jeweils von jedem Stoff 4 Täschchen gegeben. Und ich habe dann einfach geguckt, dass ich immer einen anderen Innenstoff habe. Das heißt, keines dieser Täschchen sieht gleich aus. Auch wenn sie von außen 4 immer gleich aussehen, sind innen immer andere Taschen drin. Und dann habe ich es auch so gemacht, dass ich mit den Ziffern ein bisschen gespielt habe. Ich habe die Farben Blau, Grau, Weiß und das Braun oder Beige. Und da habe ich dann auch die Ziffern oder die Kreise hinten und dann die entsprechenden Ziffern schön verteilt, dass ich nicht zu viele gleich habe. Ne? Hier ist ein weißer Kreis mit Braun, da ist ein brauner Kreis mit Weiß, hier ein weißer mit Blau. Also wirklich so eine gute Durchmischung, dass nicht 1, 2, 3, 4 genau gleich aussehen, sondern die wirklich schön verteilt sind. Und eben, ihr könnt die, wenn ihr die dann zusammengebunden habt, könnt ihr die aufhängen. Ich werde euch kurz zeigen, wie ihr hier oben eine Lasche einarbeiten könnt. Die könnt ihr aber auch weglassen. Ich habe die effektiv nur bei einer gemacht. Ich werde die nachher auch wieder weg oder rausnehmen, weil meine Täschchen sollen wirklich so aussehen. Und wenn ihr die dann irgendwo aufmachen wollt oder ranhängen wollt, dann könnt ihr auch mit Klammern arbeiten. Also diese Möglichkeit. Aber eben wie ihr solche Täschchen selber nähen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für diese kleinen Säckchen braucht ihr Folgendes. Einerseits Stoffstücke und zwar pro Säckchen braucht ihr 4. Also 2 für den Innenstoff und 2 für den Außenstoff, weil unsere kleinen Säckchen werden schön eine Innentasche haben und eine Außentasche. Und da habe ich das Maß genommen 9,5 mal 15 cm. Und das habe ich deshalb gemacht. Ich habe so ein Set bestellt an verschiedenen Weihnachtsstoffen, weil ich das halt einfach gut finde, wenn ich wirklich so eine Auswahl habe und nicht riesengroße Stoffstücke bestellen muss, weil in der Regel verwendet man solchen Stoff ja eher nur in der Weihnachtszeit. Von dem her war das ein super Set, das hatte 7 Stoffe drin. Einer hat mir aber überhaupt nicht gefallen, der fiel raus und somit hatte ich noch 6 Stoffe und ich habe dann einfach gerechnet, wenn ich 24 Säckchen machen will, wie groß kann ich die Stücke maximal machen. Das war der Hintergrund für diese Größe. Dann brauchten wir für das Außenstück brauchen wir Flieseline, um das auch so ein bisschen robuster zu machen. Es gibt Leute, die machen das extrem simpel und machen da wirklich nur eine Außentasche und verstärken es auch nicht. Ich finde es halt einfach schöner, es fällt auch schöner, wenn dann Inhalt drin ist, als wenn das halt so keine Form behält, sagen wir es mal so. Die Flieseline habe ich geschnitten auf 8,5 cm mal 11 cm und warum nur 11? Einfach deshalb, weil wenn es dann gebunden ist, hier oben brauche ich keine Verstärkung, die geht wirklich nur bis da, wo diese Bänder sind. Dann Bänder brauchen wir auch und zwar pro Tüte brauchen wir 2. Und die werden wir so anbringen, dass die hier
auf der Seite rauskommen. Dann kann man die hinten durchziehen, nach vorne ziehen und so diese kleinen Tütchen zubinden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, oben eine Schlaufe machen. Es kommt immer darauf an, wie man die Säckchen nachher verwenden will. Ich habe das einfach nur bei einem gemacht, um euch das zu zeigen. Das heißt, bei denen werde ich es nicht machen, aber wenn wir dann zum Schritt kommen, wo ihr das einarbeiten müsstet, das sage ich euch da dann. Eben, es kommt darauf an, wenn ihr die irgendwo aufhängen wollt, dann macht es Sinn, hier eine Schlaufe dran zu machen. Ihr könnt aber auch die ohne diese Schlaufe machen und dann zum Beispiel mit einer Klammer irgendwo festmachen. Also da könnt ihr einfach überlegen, wie wollt ihr es nachher nutzen. Geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Vorne drauf kommt jeweils ein Kreis und eine Ziffer und da habe ich es wirklich simpel gemacht, dass ich einen Kreis aus Flexfolie ausgeschnitten habe und dann eine Ziffer und die bringe ich effektiv übereinander auf. Das geht auch wirklich wunderbar mit der Flexfolie, das sieht man dann auch nicht und haftet wunderbar und dadurch könnt ihr eben diese Säckchen, wenn das Ganze durch ist, in die Waschmaschine schmeißen, das einmal waschen, bügeln und dann im nächsten Jahr irgendjemand anderem weitergeben. Ich finde das einfach cool daran, dass es nicht was ist zum Wegschmeißen. Beim Bügeln müsstet ihr dann einfach darauf achten, dass ihr hier nicht direkt mit dem Bügeleisen drauf geht, sondern hier ein Backpapier drauflegt und quasi indirekt mit der Hitze drauf geht. Dann habe ich auf dem Tisch wie immer Nadeln und die Wonderclips, eben das Band, habe ich euch gezeigt, ne? Ein Essstäbchen, um die Ecken rauszudrücken und eine Stoffschere. Und natürlich brauchen wir auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Vielleicht, um euch das auch noch zu zeigen, ich habe das Ganze mit der Cricut Joy geschnitten. Wie am Anfang gesagt, ne, ich habe da die Farben so ein bisschen gemischt und da könnt ihr wunderbar dann auf dem Canvas sagen, ich habe 6 weiße, ich habe 6 braune Kreise und dann gibt euch der Canvas, wenn ihr das erstellen wollt, dann wirklich sagt er, jetzt auf der Schneidematte die Folie, dann könnt ihr die Kreise ausschneiden. Und der gruppiert das quasi dann nach Farben. Das funktioniert wirklich wunderbar. Bei der Erstellung macht es eigentlich am meisten Sinn, wenn ihr sicher mal eins einfach durchspielt, damit ihr so seht, wie das funktioniert und Gespür dafür kriegt. Aber dann könnt ihr die restlichen, würde ich wirklich im Akkord machen. Das heißt, ich mache immer einen Schritt und das dann mit den ganzen 23 Täschchen. Dann der nächste Schritt wieder für die ganzen 23 Täschchen und so weiter und so fort. So geht euch das eigentlich am schnellsten. Aber man darf es nicht unterschätzen, das ist schon eine Arbeit, die euch einen Sonntagnachmittag auf jeden Fall ausfüllt. Aber eben, ich finde das Resultat extrem cool. Von dem her, ich finde es eine gute Investition, aber guckt euch das jetzt erstmal an. Was wir als allererstes machen, ihr bestimmt ja oder habt bestimmt, welches der Außenstoff ist. Bei mir sind es die beiden Stücke und da bringe ich jetzt auf die Innenseite im unteren Bereich, das heißt, wenn ihr ein Motiv habt, wo die Richtung eine Rolle spielt, wie hier bei meinen kleinen Wichteln, dann gucke ich auch, dass die so liegen, also in die richtige Richtung liegen. Und dann bringe ich diese Flieseline, die hat ja auf der einen Seite hat die so eine Klebeschicht und die bringe ich jetzt hier im unteren Bereich auf diese Täschchen drauf und zwar mit dem Bügeleisen. Und genau das mache ich jetzt kurz. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr jetzt jeweils die Außenstoffe und die beiden Innenstoffe und legt die rechts aufeinander. Dann könnt ihr die kurz mit einer Nadel oben feststecken. Und dann näht ihr die hier oben, ca. 1 cm Nahtzugabe, ab. Und zwar am Anfang verriegeln, runternähen, am Ende verriegeln und das mit beiden Teilen, so dass ihr einen Außenstoff und einen Innenstoff zusammen näht.
kiss you dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much... Was ich auch gleich gemacht habe, ist die Naht kurz auseinander zu bügeln, damit die dann auch schön liegt. Und jetzt legen wir wieder rechts auf rechts. Und da müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr hier die Kanten schön aufeinander legt. Das heißt, dass das Ganze natürlich passend aufeinander liegt, aber eben auch hier, dass diese Nähte aufeinander liegen. Hier mache ich die kurz fest. Und was wir jetzt auch gleich einbauen müssen, jetzt merke ich gerade, dass ich etwas vergessen habe. Wenn ihr eben diese Schlaufe machen wollt, dann hättet ihr die jetzt mit einbauen müssen hier oben. Das heißt, als ihr das zusammengesteckt habt, hättet ihr die Schlaufe quasi, natürlich ein kleineres Stück, aber so hier hineingestoßen und dann quasi mit dieser Naht, also in der Mitte schön, und dann mit dieser Naht die quasi fest genäht, also zwischen diesen beiden Schichten. Sorry, wenn man nicht dran denkt. Aber was wir jetzt eben machen, ist, wir binden diese Schlaufen oder diese Bänder hier mit ein. Und zwar ist es so, dass die hier auf der Seite nur rausgucken. Das heißt, ich befestige hier, ich sehe durch den Stoff durch, sehe ich bis hier geht die Flieseline, die drunter angebracht ist, und so bringe ich dieses Band hier kurz an. Oder ich pinne es kurz an, und zwar von innen nach außen, damit mir die Naht dann beim Nähen oder die Nadel beim Nähen nicht in den Weg kommt. Das ist die eine Seite und dann auch die andere Seite. Und ich habe es jeweils so gemacht, dass ich die Bänder, damit die am Ende nicht ausfransen, gehe ich da kurz mit dem Feuerzeug drüber und dann schmilzt dieses Band quasi und franst dann auch nicht mehr aus. Diese beiden Bänder, die schiebe ich jetzt hier durch den Tunnel quasi durch, weil ich will, dass die hier oben zu liegen kommen. Und zwar aus dem Grund, weil hier oben machen wir eine Wendeöffnung und deshalb sind die da dann auch nicht im Weg beim Vernähen. Das heißt, ich gucke einfach, dass die hier in der Mitte liegen und gebe da kurz eine Nadel durch, damit die auch nicht mehr verrutschen. Und dann kann ich den ganzen Rest festpinnen. Und je nachdem, wie sicher ihr beim Nähen seid, ich mache das effektiv das Ganze mit 4 Nadeln, respektive natürlich diesen beiden Nadeln, die hier drin sind. Das reicht bei mir bei der Größe auch, weil was ich jetzt mache, ich fange hier oben an, wirklich so an der Kante und gehe knappkantig, nähe hier einmal, also ich verriegle hier, nähe hier rüber, wende, gehe hier runter, alles runter, 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 runter. Da wo das Band ist, gehe ich einmal kurz vor und zurück, runter, dann hier wieder wenden, runter, wieder wenden. Das Ganze wieder hoch bis hier oben, da auch bis ungefähr hier, und da verriegelt ihr wieder. Das heißt, ihr lasst hier oben eine gute Wendeöffnung stehen, damit ihr das Ganze dann auch gut wenden könnt. Und die beiden nähe ich jetzt auch kurz. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together?
feet. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake. Dann könnt ihr die ganzen Nadeln hier auch schon rausnehmen. Und die innen drinnen nicht vergessen, ne? When I dance around, I can't help but feeling. I'm just loving this moment. Und dann könnt ihr überall die Ecken zurückschneiden. Here forever. I'm loving this moment. Can we stay here? Und dann die Beutel auch durch die Wendeöffnung hindurch wenden. Together. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Und dann könnt ihr mit dem Essstäbchen die Ecken schön ausarbeiten. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Und dann geht es hier drum, oben die Wendeöffnung zu verschließen. Ich lege die jeweils so ein bisschen zurecht und stecke die kurz fest. Aber ich werde, bevor ich die nähe, kurz mit dem Bügeleisen das Ganze noch mal bügeln, damit hier wirklich die ganzen Kanten auch schön liegen. Und dann gehe ich an die Nähmaschine und nähe hier einmal knappkantig rüber, um diese Wendeöffnung zu verschließen. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Wenn ihr das auch so gemacht habt, dass ihr Ziffern mit dem Plotter ausgeschnitten habt, dann brauchen wir ja etwas, um die aufzubringen. Und ich habe hier die Cricut Mini und die ist wirklich super für so kleine Sachen, ist auch nicht wirklich teuer, die war glaube ich 79 oder so. Und die ist bei mir echt viel im Einsatz, weil gerade so für kleine Sachen eignet die sich super. Jetzt geht es noch darum, diese Täschchen zu wenden oder das Innentäschchen reinzuschieben. Dann könnt ihr einfach innen drin gucken, dass sich die Ecken auch schön in die Ecken legen. Und dass hier oben auch die Kanten schön aufeinander liegen. Ich nähe die oben jeweils nicht ab, weil das mir ein bisschen zu großes Gefriemel, weil hier kommt ja hier nicht quasi um den Arm der Nähmaschine herum und dann müsste man das irgendwie versuchen, immer den Hinterteil wegzuschieben, damit man da nicht reinnäht. Ich finde, das ist ein Gefriemel, gerade bei 24 Beutel. Das muss man sich nicht antun, weil es legt sich wirklich schön so, wenn ihr das gut gebügelt habt. So, und dann können wir auch schon die Ziffern aufbringen. Zuerst müssen wir die hier kurz 5 Sekunden aufwärmen. Und dann
können wir den Kreis aufbringen. Und ich habe es so gemacht, ich habe mir hier quasi eine kleine Schablone gemacht, damit bei allen Säckchen dieser Kreis auf derselben Höhe ist. Und dann halt gerne auch mittig. Oder so gut wie möglich mittig. Jetzt bin ich da nur 10 Sekunden drauf, weil dann kann ich die Folie schon wegnehmen und dann gebe ich die Ziffer schon drauf. Und das hat den Grund, dass diese Ziffer hängt ja auch an einer Folie und die ist kleiner als dieser Kreis. Wenn ich da jetzt die vollen 30 Sekunden drauf gehen würde, dann würde man quasi die Kanten von dieser Folie im Kreis drin sehen und das will ich natürlich nicht. Und deshalb habe ich nur 10 Sekunden. Ich gehe jetzt auch bei der Ziffer nur 10 Sekunden drauf und da darf ich nicht direkt drauf, weil der Kreis ist jetzt freigelegt. Das heißt, ich lege eine Backfolie drauf, gehe da 10 Sekunden drauf. Dann kann ich auch die Folie von der Ziffer ablösen. Und ihr seht jetzt hier eine Art Striche drin. Und erst jetzt gehe ich quasi die vollen 30 Sekunden drauf. So, und schon ist die fest drauf. You drive. Do you know I'm looking? Ich habe euch das Ganze jetzt nur mit 2 Täschchen gezeigt, aber eben so, ihr seht, es geht, die einzelnen Täschchen gehen eigentlich nicht wirklich lange. Es ist halt einfach die Menge, die es dann ein bisschen länger macht. Aber legt euch da ein gutes Hörbuch aufs Ohr oder gute Musik auf und dann geht es praktisch wie von alleine. Und ja, mit diesen Säckchen, die könnt ihr jetzt irgendwo aufhängen, zum Beispiel an einen Ast oder wenn ihr ein schönes Brett gestalten wollt, zum Beispiel mit einem Schriftzug Ho 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 oder sowas. Da habt ihr völlig kreative Freiheit. Aber das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und auch das Video und ihr habt Lust, es auch mal nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!